Wenn wir über Wachstum mit Abo-Modellen sprechen, dann sprechen wir ja ganz häufig eigentlich über das Neukundengeschäft und haben dazu auch schon verschiedene Videos gemacht. Meistens liegt da die Herausforderung aber gar nicht unbedingt im Neukundengeschäft, sondern in der Management von aktiven Verträgen und Bestandskunden. Ein ganz großes Thema dabei sind sogenannte Swaps. Also wenn ein Kunde beispielsweise den Lizenztypen ändern möchte und das vielleicht sogar noch vor Vertragsablauf, also vielleicht sogar ein Early Renewal eben mit einem Swap auf eine anderes Lizenzmodell machen möchte. Ja, und welche typischen Herausforderungen wir da sehen, das schauen wir uns jetzt einmal kurz an, bevor wir gleich in unsere Demo-Umgebung gehen und das Ganze wieder einmal durchspielen. Ja, ganz klar, was wir häufig sehen, wenn diese Swaps durchgeführt werden und das manuell durchgeführt werden, ja, Top-System ist hierfür leider immer noch Excel, dann führt das oftmals dazu, dass wir eben anteilig berechnen müssen, manuell berechnen müssen und das Ganze wieder nicht entsprechend weitergegeben wird an unsere Billing Engine und wir dann halt einfach ja, unbemerkt Geld verlieren, sogenannt Revenue Leakage. Genauso, wenn wir eben diese Vertragsänderung manuell durchführen müssen, verliert nur unglaublich viel Zeit, ja, also nicht nur der Vertrieb, sondern eben auch RevOps. Und gerade weil wir eben häufig über den Kontext Neukundengeschäft reden, dafür fehlt dann am Ende die Zeit, wenn wir nicht mal unsere bestehenden Kunden effizient managen können und solche Swaps eben durchführen können. Was wir auch häufig sehen, ist eben, dass wir oder dass Kunden von uns eben nicht anständig reporten können, beispielsweise auch auf Themen wie Provisionen nicht richtig eingehen können, gerade weil eben eine gewisse Inkonsistenz besteht zwischen dem CRM auf der einen Seite und dem Billing-Tool auf der anderen Seite und da der Datenfluss nicht funktioniert, insbesondere wenn da noch irgendwelche Drittsysteme involviert sind, wie beispielsweise unsere altbekannte Excel. Und natürlich, wenn wir jetzt nochmal über das Thema Compliance reden, wir keine entsprechenden Guardrails setzen, also sozusagen auch den Vertrieb etwas beschränken, wann darf er zum Beispiel ein Early Renewal angehen, welche Swaps dürfen angeboten werden, darf ich zum Beispiel von Lizenztyp A auf Lizenztyp B einfach wechseln, wie viel Discount darf ich dabei geben, lassen wir letztlich nicht nur wieder bares Geld auf der Straße liegen, sondern lassen wir letztlich nicht nur bares Geld auf der Straße liegen, sondern ja, lassen unseren Vertrieb dann einfach auch zu viel Freiraum, damit sie einfach anbieten können, was sie wollen. Und wie das Ganze jetzt in Salesforce aussieht, das würde ich sagen, schauen wir uns einmal gemeinsam an. So, wir sind jetzt also hier wieder in unserer Salesforce-Umgebung. Wir sind gerade beim Kunden Dickinson PLC und wie wir hier sehen unter unserem Tab Assets, wir haben also als Centric ist ja eben unser Unternehmen, unser Demo-Unternehmen, was früher On-Premise-Software verkauft hat, mittlerweile aber eben ganz klassische SaaS-Produkte, hier und da aber auch mal Hardware-Produkte verkauft. Und wir sehen eben, wir haben ein paar Lizenzen verkauft gehabt. Anfang letzten Jahres, im Februar hatten wir die verkauft und der Vertrag läuft jetzt eben Mitte Februar diesen Jahres aus. Ja, wir sehen also den ganzen Vertragswert hier. Und was wir jetzt von Dickinson PLC mitbekommen haben, wir hatten damals die Centric Core Software in der Variante eben Basic verkauft, können wir uns hier gerade auch nochmal kurz anschauen. Ja, wir sehen eben Edition Basic und jetzt kurz vor dem Renewal sagt eben Dickinson PLC, wir wollen wechseln und zwar auf eine höhere Stufe, auf eine höhere Edition, nämlich Professional oder Enterprise. Und in dem Fall, wir wollen es uns ja relativ einfach machen, nutzen wir eben die Revenue Cloud, um das Ganze einmal durchzuführen, nehmen also hier das bestehende Asset und wollen das einmal renewen. Und Dickinson PLC wollte eben jetzt auch nicht bis zum 12. Februar warten, sondern das Ganze soll eben schon ab morgen laufen. Ja, können das Ganze jetzt also wir können das Ganze also einmal abgeben, bekommen jetzt hier unser Renewal Quote, nochmal eben die 5 Lizenzen und was wir dann hier eben bei machen können, wir konfigurieren das Ganze eben nochmal ganz kurz und wechseln eben von der Basic auf die Enterprise-Variante, speichern das Ganze einmal und was wir jetzt sehen, wir hatten ja ursprünglich hier einen Preis von knapp 4.600 Dollar, einfach für das Renewal, was jetzt ansteht. Ja, wir sehen auch wieder die Vertragslaufzeit. Jetzt erhöht sich das Ganze aber entsprechend um, ja, genau, den Preis, um hier die Enterprise-Variante anzubieten. Heißt also, wir haben ganz klassisch einen kleinen Aufschlag. Warum gibt es hier einen Discount, fragt ihr euch vielleicht. Und zwar liegt das daran, dass wir natürlich noch eine Vertragsrestlaufzeit haben bei den anderen Lizenzen. Das Ganze ist vielleicht sogar schon in Rechnung gestellt worden und deswegen rechnet unsere Revenue Engine in der Revenue Cloud das Ganze entsprechend einmal runter und
verrechnet sozusagen das, was jetzt noch ausgestanden hätte an den Lizenzen mit unserem neuen Angebot. Das heißt also, wir machen diesen Swap ganz einfach von der Basic auf die Enterprise-Variante und können hier wirklich auch ganz straightforward nachvollziehen, wie das Ganze aussieht. Und wenn wir jetzt das Ganze eben einmal ja sozusagen durchspielen, Kunde sagt eben, das Ganze wird akzeptiert, überschreiben wir eben auch die alten Assets sozusagen und sehen dann eben auch die Anpassung im monatlichen Revenue, den wir hier von der Dickinson PLC bekommen. Heißt also, ganz ohne, dass wir jetzt irgendwie einmal durch die kompletten Excel-Sheets gehen müssen, uns vorher einmal raussuchen müssen, was haben die hier vorher gezahlt und dann vielleicht sogar noch manuell das gegenrechnen müssen, um denen hier das Ganze entsprechend anzubieten, macht unsere Revenue Cloud Revenue Engine das ganz für uns und wir können sozusagen ziemlich schnell der Dickinson PLC hier eine Vertragsverlängerung anbieten und dabei eben auch gleichzeitig swappen von der Basic auf die Enterprise-Variante. Heißt also, wir sparen uns hier Zeit und einiges an Nerven. Mich würde interessieren, wie setzt ihr das zurzeit um? Kennt ihr diese Probleme, von denen ich hier gerade gesprochen habe? Lasst es mich gerne entweder in den Kommentaren oder auch direkt per Private Message wissen auf LinkedIn. Und vielen Dank